Entschuldigung. Danke. Bitte. So wie deine Karriere gerade läuft, kannst du froh sein, dass du es überhaupt in die Schlagzeilen geschafft hast. Was ist denn los? Ich sag nur, Gräfin hat eine Affäre mit Schwager. Ach du Scheiße. Wenn Philipp stirbt, dann ist das deine Schuld. Wenn ich dir irgendwie helfen kann. Und wie? Naja, wir könnten zum Beispiel reden. Ist gut. Das Grausame am Gefängnis ist nicht, dass man seine Freiheit verliert. Das Grausame ist, dass man sich selbst nicht entfliehen kann. Wenn die Türen sich schließen, bist du allein. Mit dir selbst und mit deiner Vergangenheit. Julia? Julia! Was ist? Kommst du? Ja, bin gleich fertig. Niemand kann seine Vergangenheit einfach wegschließen. Aber wir können mit der Vergangenheit aufräumen und unserer Zukunft damit eine neue Richtung geben. Und so eine Chance lass ich mir nicht entgehen. Matteo, kommen Sie rein. Dankeschön. Oh, wie sportlich schön. Ach so, Sie gehen surfen. Surfen Sie auch? Nein, Kann aber nicht schaden, oder? ich hatte als Kind schon Respekt und Angst vor Wasser. Ich kann nicht schwimmen. Ich wollte Ihnen eigentlich unsere Schützlinge vorstellen. Oh ja, sehr gerne. In 2 Stunden, ja? Ja gut, ja. Ich weiß, dass Sie hoch motiviert sind, was die Arbeit mit den Jugendlichen angeht. Trotzdem sollten Sie wissen, worauf Sie sich einlassen. Ein Großteil der Kinder hat lange auf der Straße gelebt. Sie haben von klein auf gelernt, zu lügen, zu stehlen und die Gutgläubigkeit ihrer Mitmenschen zu missbrauchen. Davon gehe ich aus. Sonst hätten Sie wohl kaum gelernt zu überleben. Ja. Ich weiß, dass wir beide das Gleiche wollen. Dieses Verhaltensmuster durchbrechen und den Kindern eine Zukunft schenken. Aber dazu gehört Strenge und Disziplin. Und Zucht und Ordnung, ja? Ja, also jetzt unterschätzen Sie doch diese kleinen Gauner nicht. Die werden Sie mit Sicherheit noch auf die Probe stellen. Allen voran Emilio. Ja, soll er gerne versuchen. Aber dieses Problem löst sich bald von ganz alleine. Es ist nur eine Frage der Zeit. Emilio ist auf Bewährungsprobe hier. Noch ein weiterer Vorfall und er muss gehen. Was, dann fliegt er raus? Ein kluger Bursche, aber leider ohne Verantwortung. Sein Strafregister ist länger als die Bibel. Wie alt ist er denn? 19 Jahre. Trotzdem glaubt er immer noch, das Leben sei ein einziger Spielplatz. Ohne Regeln und ohne Pflichten. Pater Matteo, haben wir das in dem Alter nicht alle gedacht? Nein. Nicht alle. Machen Sie sich mal keine Sorgen. Ich krieg die Jungs schon in den Griff. Wir sehen uns in 2 Stunden. Okay? Jedenfalls habe ich die richtige Entscheidung getroffen. Ich bin total froh, dass ich ihn gefeuert habe. Was ist denn mit dir los?
Man könnte ja fast meinen, Sie hätten dir eine Affäre unterstellt. Quatsch. Komm schon. Du bist halt schon den ganzen Tag so komisch und ich kenne dich doch. Irgendwas stimmt nicht mit dir. Was ist denn eigentlich mit den Leuten? Die gucken alle so komisch. Das übertreibst du aber. Sie sind doch Marlene von Lahnstein, oder? Ja, Ich habe Sie in der Zeitung gesehen. Wenn Sie so freundlich wären, sehr gerne. für Katja bitte. Okay. Für Katja, deine Marlene. Und lassen Sie sich von der Presse nicht verrückt machen. Nee, werde ich nicht. Dankeschön. Tschüss. Du willst die Nummer mit der Ausstellungseröffnung jetzt doch durchziehen? Verstehe ich nicht. Naja, ich habe eben gesehen, wie dich das vorhin mitgenommen hat. Was ist das? Ja, du hast zwar versucht, es dir nicht anmerken zu lassen, aber ich bin eben so sensibel. Danke, Marlene. Ich glaube, jetzt habe ich's. Du lässt dich dazu herab, doch wieder mit mir zusammenzuarbeiten, weil du so ein guter Mensch bist und ich so ein armes Würstchen. Ja, ganz so hätte ich es jetzt nicht formuliert, aber So, da bin ich wieder. Sorry, ist gerade alles ein bisschen chaotisch. Also, der VIP-Tisch ist gestrichen. Die Reservierung für diese Woche müssen wir aber leider berechnen. Danke, ich glaube, das hat sich gerade erledigt. Okay. Und das hat nicht zufällig was damit zu tun, dass du dich geirrt hast und meine Strategie hervorragend funktioniert. Entschuldigung, könnte ich ein Autogramm haben, bitte? ja, sehr gerne. Dankeschön. Gerne. Habe ich es dir gesagt oder habe ich es dir gesagt? Das muss ich mir jetzt ewig anhören, oder? Lass mich kurz überlegen. Ja. Und Hagen. Lass das mal meine Sorge sein. Ah, Christian. Auch Mittagspause? Sag mal, hast du Olli heute schon gesehen? Ich glaube, ihm geht's immer beschissener. Er steigert sich total in diese Schuldkiste rein. Er kann nicht mehr schlafen und lässt keinen an sich ran. Ich verstehe das nicht. Es ist doch klar, dass ihn überhaupt keine Schuld trifft. Naja, Olli geht es schon die ganze Zeit nicht gut. Und da braucht es dann nur noch einen konkreten Anlass. Ja, ich weiß, ich bin der Arsch, der ihn mit Jessica betrogen hat. Das meine ich doch gar nicht, Christian. Ich weiß doch, was alles passiert ist. Aber natürlich eure Trennung. Lili ist zu ihrem leiblichen Vater zurück. Und jetzt diese Katastrophe. Olli ist sensibel, das hat ihm alles einfach den Boden unter den Füßen weggezogen. Geh doch noch mal zu ihm. Das letzte Mal, als ich auf dich gehört habe, da hat er mich total angeranzt. Er will mich nicht sehen, das hat er mir gesagt und das akzeptiere ich. Natürlich fällt es ihm schwer, sich ausgerechnet dir zu öffnen. Und trotzdem, glaube ich, bist du der einzige Mensch, der ihn jetzt auffangen kann. Vielleicht bin ich aber auch genau der Falsche. Bestimmt nicht. Du liebst ihn doch, oder? Mein Gott, bin ich froh, dass es ihm wieder besser geht. Ja, die Ärzte haben endlich Entwarnung gegeben. Gott sei Dank. Ich bin so froh, dass du in den letzten Tagen bei mir warst. Ohne euch hätte ich das alles nicht überstanden. Das ist ja wohl selbstverständlich. Alles in Ordnung? Sicher, ja, ja. Und rück schon raus mit der Sprache. Julia hat angerufen. Das heißt, ihr habt euch wieder vertragen? Ja. Oh, ich freue mich so für dich. Endlich habt ihr nach all den Jahren wieder Kontakt miteinander. Darin bin ich schließlich selber schuld. Immer wieder habe ich von den alten Geschichten angefangen.
Aber ich sag dir, das Thema Jan ist ab sofort gestrichen. Aber du kannst doch nichts dafür, dass Clarissa die Zwillinge bei ihrer Geburt getrennt hat. Sie ist schuld daran, dass die beiden sich ineinander verliebt haben. Wie geht es Julia denn? Ich denke, es geht ihr sehr gut. Mit ihrem Mann, Ricardo, Timo, meinem Enkel. Und Jan? Ich weiß nicht, wo er ist. Ich hoffe, es geht ihm gut da, wo er ist. Bestimmt. Julia hat mich nach Mallorca eingeladen. Wie schön. Und wann fliegst du? Ja, das ist der Punkt. Ich denke, ich sollte dich vielleicht nicht allein lassen in Arno, dieser das Situation. kommt überhaupt nicht in Frage. Du fliegst auf jeden Fall. Philipp ist auf dem Weg der Besserung und du willst doch deinen Enkel endlich wiedersehen, oder? Der ist schon 17. Na, siehst du, es wird höchste Zeit. Sonst hat der Junge so viele Dates, dass er keine Zeit mehr für seinen Opa hat. Alles okay? Ja, alles klar. Also, bei den Trainingseinheiten, die Dionysos im Moment absolviert, sollten wir unbedingt seine Energiezufuhr erhöhen. Wir könnten auf schwarzen Hafer umstellen. Er und Christian sollen auch zusätzlich Mais untermischen. Hey. Hi. Ja, ich sag Christian dann mal Bescheid. Wegen der Futtermischung. Ich hab dich vermisst. Wir waren noch nur 2 Stunden getrennt. Lange genug. Wenn man uns so sehen könnte, dann würde doch kein Mensch diesen Quatsch über diese Affäre glauben. Du, wenn Tristan erstmal die Gegendarstellung veröffentlicht hat, dann hat dieses alberne Gerücht sowieso ein Ende. Ich habe noch mal nachgedacht. Wenn man in der Presse etwas dementiert, dann ist das doch fast wie ein Schuldeingeständnis, oder? Marlene, worauf willst du hinaus? Ich habe einfach Angst, dass mich die Leute schon verurteilen, bevor ich überhaupt den ersten Schritt auf die Bühne gemacht habe. Das Publikum wird dich lieben, und zwar, weil du gut bist und nicht, weil irgendein Blödsinn über dich in der Zeitung steht. Und was ist, wenn wir doch zu diesem Pressedings gehen? Weißt du, ich wäre echt total gern dabei, wenn Nikos Fotos ausgestellt werden. Und ich meine, was ist schon dabei, wenn wir uns in der Öffentlichkeit zeigen und alle Welt sieht, dass an diesen Gerüchten nichts dran ist? Ich dachte, wir hätten ausgemacht, uns nicht an Tristans alberner PR-Strategie zu beteiligen. Das will ich doch auch gar nicht. Es geht nur um dieses eine Mal, wirklich. Wir müssen auch überhaupt keine große Sache draus machen. Wir gehen dahin, machen ein paar Fotos und dann hauen wir wieder ab. Bitte. Aber wirklich nur ganz kurz. Das meine ich ernst. Versprochen. Okay, ich gehe mich fertig machen. Geiles Gerät, oder? Ja, finde ich auch. Nee, hier. Zeig mal her, Mr. Emil. 32 GB, 2,8 Zoll Display, Rauschunterdrückung, das volle Programm. Wo hast du den her? Sowas kannst du doch gar nicht leisten. Der ist vom Laster gefallen. Den hast du geklaut? Ich würde ja sagen, gefunden. Sag mal, geht doch. Du stehst sowieso schon auf der Abschussliste. Der Typ hat mir das Teil praktisch mit Schleife vor die Füße gelegt.
Hey, wenn das rauskommt, dann bist du schneller in Venezuela, als du gucken kannst. Monsignor Matteo macht bitte kurz einen Prozess. Hey, nicht quatschen. Räum mal lieber die Spülmaschine ein. Stefano, tranquilo, por favor. Gracias. Ey, das war so ein ganz, ganz besonderer Moment. Ich bin da vorbeigelaufen und hat es immer wieder leise gesagt, nimm mich mit. Nimm mich mit. Ja, was soll ich denn da tun? Ich kann's doch nicht liegen lassen. So nackt wäre das und schön. Hey, du bist ein Typ. Irgendwann fällst du noch mal richtig auf die Fresse. Hab ich dir eigentlich erzählt, dass mein Opa wahrscheinlich zu Besuch kommt? Den habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Mein Opa kommt zu Besuch. Nur so. Okay. Gracias. Teres. Dionysos macht immer einen Aufstand, wenn er in die Startbox soll. Der Geist braucht keine neue Diät, der braucht endlich mal Manieren. Was? Na super. Ich find's auch voll spannend, mich mit dir zu unterhalten. Tut mir leid, ich... Alles klar bei dir? Also was Ernstes. Was willst du hier? Ach du Scheiße. Pass auf. Bevor du hier in Depressionen versinkst, könnten wir lieber nachher ins Kino gehen. Kino. Klar. Du siehst aus, als ob du ein bisschen Abwechslung gebrauchen könntest. Theresa, ich weiß nicht, ich wollte mich vielleicht später noch mit einem alten Kumpel treffen. Hast du schon mal gehört, wie es klingt, wenn Körper gegen Auto prallt? Olli, hör auf. Dumpf. Klingt eher dumpf. Dann fliegt der Körper durch die Luft. Es reicht. Weißt du was? Lass uns ins Kino. Echt? Na klar. Was läuft denn? Ach, keine Ahnung. Aber das sehen wir dann. Ja, dann warte ich nach meiner Schicht auf dich und dann schaffen wir es noch pünktlich zum Kino. Alles klar. Bis dann. Bis später. Dana, pass auf, ich will nicht, dass du den Eindruck bekommst, dass ich mich hier irgendwie amüsiere, während Olli... Ich habe ihm 1000-mal gesagt, dass ich ihm helfen will, aber... er will das nicht. Ich sag doch gar nichts. Du musst damit aufhören. Olli, es war nicht deine Schuld. Ich fühle mich trotzdem scheiße. Aber du hast doch gar nichts gemacht. Ich habe alles falsch gemacht. Hier, trink das erst mal. Ich wünschte, das Auto hätte mich erwischt. Un contatto, por favor. Kommt sofort. Sagen Sie, wissen Sie, wo die Avenida Marenga ist? Die ist hier um die Ecke. Wenn Sie rauskommen, gleich links die Straße hoch und dann die zweite rechts. Gracias. Un cortado para Esther. Ja. Ah, Senorita. Sieh an, ist das nicht der junge Mann, der mich am Flughafen fast umgerannt hätte? Ach so, war das nicht eher andersrum?
Wohnen Sie hier in Peimar? Noch nicht. Sag mal, weißt du, ob es hier in der Nähe ein Apartment zu mieten gibt? Ich muss jetzt Schluss machen, Olli. Wir haben diese Stiftungsveranstaltung im Schneiders, weißt du? Aber danke, dass du noch mal angerufen hast, ja? Liebe Gäste, werte Vertreter der Presse. Ja, leider kann Nicola von Lahnstein heute nicht persönlich anwesend sein, um ihre Bilder vorzustellen. Wie Sie vielleicht wissen, liegt Ihr Ehemann nach einem schweren Unfall im Krankenhaus. Wenn Sie also Interesse an den Fotografien haben, dann wenden Sie sich bitte an mich oder an Frau Schneider. Sie können die Bilder, die hier ausgestellt sind, erwerben und somit die Ziele der Lahnstein-Stiftung unterstützen. Ja, was mich immer ganz besonders fasziniert an Nicolas Bildern, das ist ihre Einfachheit. Das ist die stille Eleganz und die Bescheidenheit. Vor allem... Frau von Lahnstein, bitte hierher. Marlene lernt ja schnell. Das ist ja wohl... Perfekt. Carlos Stefano und das da hinten ist Jaime. Seine Mutter verstarb, als er 3 Jahre alt war. Und sein Vater hatte nichts Besseres zu tun, als im Suff seine Kinder durchzuprügeln. Was ist mit seinen Geschwistern? Die haben sich aus dem Staub gemacht, sobald sie alt genug waren. Naja, das ist Emilio. Unser Sorgenkind. Den dürfen Sie nicht aus den Augen lassen. Aber Sie werden sich schon selbst ein Bild machen. Ich möchte Sie jetzt gerne vorstellen. Sehr gerne. Alle mal herhören. Ich möchte euch gerne Padre Jan vorstellen. Tut mir leid, aber die Wohnung habe ich heute Morgen schon jemand anderem Ich versprochen. wäre wirklich sehr interessiert. Die Lage ist einfach perfekt. Und ich bin ausgesprochen unkompliziert. Das glaube ich Ihnen sofort. Aber die Mieter müssen in jedem Moment eintreffen. Ich zahle das Doppelte. Das kann ich wirklich nicht machen. Tut mir leid. Guten Tag. Wir sind wegen des Apartments hier. Herr und Frau Neustädter? Ja. Freut mich. Stefan, Ihr Angenehm. Vermieter. Es ist alles bereit. Timo wird Ihnen kurz die Wohnung zeigen und danach können Sie gleich den Vertrag unterschreiben, wenn Sie möchten. Das hört sich gut an. Ja, das finde ich auch. Da geht's lang. Hier. Ja, bitte. Bis später. Bis später. So, ich denke, das reicht jetzt. Wie würden Sie das Verhältnis zwischen Ihnen und Ihrem Manager beschreiben? Wir sind befreundet. Tristan von Lahnstein ist mein Schwager. Das Verhältnis zu seinem Bruder ist auch sehr gut. Diesen Presserummel hasse. Wenn ich irgendetwas für euch tun kann. Danke, Charlie. Warum machst du das dann mit? Ich habe gedacht, wir kommen hierher, strahlen einmal in die Kameras und das war's. Konnte ja keiner ahnen, dass unser Auftritt hier für so einen Wirbel sorgt. Ja, wer hätte das gedacht? Es tut mir leid, dass wir diese Veranstaltung hier gesprengt haben. Aber dieser Presseauflauf hat uns völlig überrascht. Und, Sir? Auf mich wirkt deine Frau nicht besonders überrascht. Zum Glück erwische ich dich noch. Was willst du denn hier? Ich habe keine Zeit. Olli geht's total beschissen. Sag mal, was geht dich das an? Sag mal, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Dass du mir Kannst du irgendwann... mal für einen Moment aufhören, mich zu hassen und mir zuhören? Olli braucht deine Hilfe. Ausgerechnet du willst mir sagen, was Olli braucht oder was er nicht braucht? Ich war gerade bei ihm und es... Sag mal, was hängst du dich da eigentlich rein? Jessica, kümmere dich um deinen eigenen Scheiß. Du hast schon genug angerichtet. Pass mal auf, ich hab dich nicht dazu gezwungen, mit mir zu schlafen. Und jetzt hör mir gefälligst zu. Olli war voll wie eine Strandhaubitze. Keine Ahnung, was der alles intus hatte, aber konnte kaum noch stehen. Im No Limits von den ganzen Gästen. Nein, zu Hause. No Limits ist erst gar nicht aufgetaucht.
Miriam hat gesagt, der Laden war immer noch zu, als sie kam. Er hat nicht abgesagt. Okay, ich weiß, das kannst du dir jetzt vielleicht nicht vorstellen, aber ich mache mir echt Sorgen um ihn. Er hat die ganze Zeit von diesem Unfall geredet und dass ihn das Auto hätte treffen sollen. Christian, ich habe echt Angst um ihn. Ich bin ja nicht der hysterische Typ, aber glaubst du, er würde sich was antun? So, wollen wir? Was ist denn hier los? Ist jemand gestorben? Bist du im Auto da? Kann mir mal jemand sagen, was hier los ist? Tut mir leid, aber das mit dem Kino müssen wir verschieben. Aber Turn to lies. Sometimes I think that it's better to never ask why. Hey, Emilio! Perdona, Padre, ich hab sie gar nicht gesehen. Was hörst du denn da? Ach, keine Ahnung, ist aber ziemlich gut. Darf ich mal hören? Klar. Just because it burns doesn't mean you're gonna die. Ich war mal auf einem Konzert von denen, vor ein paar Jahren. Ach, echt? Hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Was hast du denn sonst noch so da darauf? Keine Ahnung. Alles Mögliche draufgeschmissen. Ja, 32 Gigabyte. Da geht eine Menge Holz drauf. Kann man schon mal den Überblick verlieren. Sie kennen sich mit sowas aus? 40 Stunden Akkulaufzeit, 2,8 Zoll Display, Rauschunterdrückung. Ich hatte mal den gleichen. Ach. Ist mir leider heute am Strand abhanden gekommen. Das ist ja schade. Ja, auf der Insel müssen Sie aufpassen. Da gibt's eine Menge Langfinger. Also, nichts für ungut, Padre, aber ich muss in die Küche. Die Arbeit wartet. Buenos dias. Das ist ja eine bodenlose Unverschämtheit. Was bilden Sie sich überhaupt ein? Das gibt's ja wohl nicht, Komm, wir sowas. gehen. Ja, das tut mir leid, das war wohl ein Missverständnis. Das gibt's alles nicht, so etwas. Ich wünsche Ihnen trotzdem noch einen schönen Urlaub. Ja, danke schön. Ne? Ja. Das wird noch ein Nachspiel haben. Mhm. Eieiei. Dass die aber auch so empfindlich sind, nur weil man mal eben die Miete verdoppelt. Genau so. Hab's doch gleich gewusst. Mann, oh Mann. Ich glaube, mein Chef wird nicht gerade begeistert sein, dass das Apartment jetzt leer steht. Sie kennen nicht zufälligerweise jemanden, der hier unbedingt einziehen möchte? Wenn ich es mir so recht überlege. Sie macht das richtig gut. Ich nehme an, du bist für das erhöhte Presseaufkommen verantwortlich? Man könnte fast glauben, du gönnst der Landstein-Stiftung die Aufmerksamkeit nicht. Wenn sich irgendjemand für die Ausstellung interessieren würde. Aber morgen in der Zeitung wird nur von Marlene die Rede sein. Ich bin mir sicher, der ein oder andere Artikel wird doch den Anlass erwähnen. Das kommt der Stiftung nur zugute. Jetzt komm schon, ich dachte, du gönnst deiner Frau den Erfolg. Für ihre Karriere ist das ja ein wichtiger Schritt nach vorne. Und mal ganz ehrlich. Lieber eine gelenkte PR-Aktion, als der Öffentlichkeit hilflos ausgeliefert zu sein. Ja, so fühle ich mich auch gerade gar nicht. Können wir dann? Und? Nur die hier. Gott, wie viel Promille hat man wohl, wenn man so ein Teil platt gemacht hat? Genug, um nicht sehr weit zu kommen. Los, komm, wir müssen ihn suchen. Ja, und wo? Kann doch überall sein. Ja, am besten wir teilen uns auf. Jeder übernimmt ein bestimmtes Gebiet. Sollten wir da nicht noch jemanden dazu holen? Ich meine, Düsseldorf ist doch groß. Ja, wir könnten Andi versuchen zu erreichen. Und Frau Schneider. Okay. Ich weiß, wo er ist. Mendes? Hallo Julia, hier ist dein Vater. Papa, ich habe Timo erzählt, dass du kommst und er freut sich. Oh, und ich mich erst. Weißt du schon, wann du fliegst? Ja, wenn es geht, werde ich versuchen, für morgen schon einen Flug zu ergattern. Morgen? Du hast es ja eilig. Geht dir das zu schnell?
lass mich überlegen. Ich habe dich eingeladen, du willst kommen. Passt mir eigentlich überhaupt nicht. Ich freue mich, dass du kommst, sehr sogar. Aber ich will nicht schon wieder mit dir streiten. Ach, Julia, das will ich auch nicht. Und deshalb werde ich sehr viele gute Vorsätze im Gepäck haben. So langsam machst du mir Angst. Wenn du über irgendetwas nicht reden willst, dann werde ich das akzeptieren. Danke. Mein Leben ist gut, so wie es gerade ist, verstehst du? Hat mich so viel Kraft gekostet, Clarissa aus meinem Gedächtnis zu streichen. Und Jan auch. Ich verspreche dir, ich werde weder deine Mutter noch deinen Bruder thematisieren. Wir konzentrieren uns auf eine Zukunft. Einverstanden? Abgemacht. Und du sagst mir Bescheid, wenn du weißt, wann du ankommst, dann holen wir dich ab. Ja, das mache ich. Ich schaue gleich mal im Internet nach Flügen. Bis bald, Papa. Julia? Bis bald, Julia. Ich hol nur schnell Timo ab. Du strahlst ja richtig. Ich habe mit meinem Vater telefoniert. Er kommt so schnell wie möglich. Schön. Ich freue mich. Mir war gar nicht klar, wie sehr ich ihn vermisst habe. Hey, Emilio, wohin soll's gehen? Wow. Ist das die Lösung des Problems? Einfach weglaufen? Ist doch meine Sache, oder? Ja, natürlich ist es deine Sache. Du bist ein freier Mensch. Hier. Okay, du hast ihn gezockt. Jetzt gibst du ihn mir wieder. Also, wo ist das Problem? Sie verpfeifen mich beim Monsignor. Und er setzt mich sofort in den nächsten Flieger nach Venezuela. Das ist das Problem, okay? Und den Play habe ich auch nicht mehr. Okay, und du willst nicht zurück nach Venezuela? Auf keinen Fall. Ja, dann tu verdammt noch mal was dafür, dass du hier bleiben kannst. Ach ja, und was? Kämpfen. Kämpfen und wofür? Hau nicht jedes Mal ab, wenn irgendwas ein bisschen schief läuft. Mach, was du willst, hörst du? Aber übernimm verdammt noch mal die Verantwortung für alles. Gibt es Probleme? Hä? Ich freue mich, dass es doch noch geklappt hat. Hätte ich gewusst, wie unzuverlässig die sind, hätte ich ihnen die Wohnung sofort gegeben. Ach, manche Menschen sind eben unberechenbar. Was ich Sie noch fragen wollte, Oh, kennen mein Sie... Stammgast. Kommt jeden Tag zur gleichen Zeit. Hey, Stefan. Hey, alles klar? Alles bestens. Dein Junge ist schon weg. Der durfte heute früher Feierabend machen. Weil er sich so gut angestellt hat oder so schlecht? Ausnahmsweise gut. Grüß Sie von mir. Mach ich. Stefan, bis morgen. Ciao, Ricardo. So, jetzt aber. Was wollten Sie mich fragen? Hat sie schon erledigt, danke. Hey, die Bilder von der Veranstaltung sind schon online. Das ist ja großartig. Ich bin fast auf jedem Bild drauf und nur positiv kommentiert. Das ist ja wirklich toll. Gratuliere. Ich sehe gar nicht so schlecht aus. Du aber auch nicht, mein Schatz. Guck mal. Da bin ich aber erleichtert. Ach komm, ich habe doch wirklich versucht, es kurz zu halten. Du hast die gesamte Veranstaltung gesprengt und ein verdammtes Glamour-Shooting daraus gemacht. Komm schon. Du musst zugeben, ein bisschen Glamour hat der Veranstaltung nun wirklich nicht geschadet. Ach Gott, Marlene! Du hattest mir etwas versprochen. Hagen. Wenn ich gewusst hätte, dass du da so eine Show abziehst, dann wäre ich bestimmt nicht mitgekommen. Es tut mir leid. Spart dir das Theater! Es ist kein Publikum mehr da! Hey. Verschwinde. Olli, das ist zu gefährlich hier. Ich kann allein auf mich aufpassen. Olli, du musst aufhören, dir Vorwürfe zu machen. Ich muss gar nichts. Das hier war nicht deine Schuld, es war ein Unfall. Und jetzt lass uns nach Hause und einfach ganz in Ruhe darüber reden, okay? Hör auf. Nein. Lass mich! Ich hab gesagt, du sollst mich loslassen! Ich werde dich nicht loslassen!
Ich werde dich nie loslassen. Sehr gut. Emilio hatte mehr als eine Chance. Es gibt eine ganze Menge Kinder draußen auf der Straße, die sich um seinen Platz reißen würden. Noch irgendwelche Fragen? Nein. Nein, wir haben nur über seine Zukunft gesprochen. Und darüber, wie wichtig es ist, Verantwortung zu übernehmen und ein Ziel in seinem Leben zu haben. Darüber habt ihr gesprochen? Ja. Über Kochrezepte, deren Zutaten und die Zubereitung. Ich meine, das sind alles wichtige Entscheidungen, sonst schmeckt es nicht. Hm? Und deshalb möchte Emilio in der Küche jetzt auch richtig Gas geben, oder? Ja, genau. Tatsächlich. Die Arbeit in der Küche macht mir schon Spaß. Und vielleicht macht er noch eine Kochlehre hinterher. Na ja, du hast meine volle Unterstützung. Ich werde gleich mit Doña Isabel sprechen. Vielleicht hat sie ja auch noch ein paar Sonderaufgaben für dich. Oh, das wäre großartig, Monsignor. So, eine Kochlehre also, ja. Ja. Ist doch eine echte Alternative zu Dieb, oder? Danke, Padre. Das werde ich Ihnen nie vergessen. Davon gehe ich aus. Und das nächste Mal trete ich dich mit Anlauf über die Mauer von San Stefano. Ist das klar? Sí, claro. Alles klar. Adios. Es tut mir leid. Wirklich. Du hast vollkommen recht. Ich hab wirklich ein bisschen übertrieben. Tatsächlich. Wahrscheinlich sind einfach die Pferde mit mir durchgegangen. Ich schätze, Tanja hatte recht. Ich bin eine Bühnenschlampe, die scharf darauf ist, in jede Schlagzeile zu kommen. Du hattest es mir versprochen. Ich weiß. Es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir mit der Presse zu tun haben. Ich will nicht, dass du unser Privatleben damit reinziehst. Das werde ich nie versprochen. Versprochen. Okay. Hagen, du bist wirklich das Allerwichtigste für mich. Geht's wieder? Was machst du nur für Sachen? Weißt du, was ich mir für Sorgen gemacht habe? Tut mir leid, Ich weiß auch nicht. In Zukunft jagst du mir nicht noch mal so einen Schrecken ein, okay? Wo zum Teufel ist... hier ist es. Düsseldorf. Palma de Mallorca. Fliegst du jetzt doch zu Julia? Ja, ich versuche es zumindest. Herrgott, was ist denn jetzt da wieder? Ich hab... Klick doch mal hier. Hier? Nein, da. Ja. Ach komm, geh weg. Kann man ja nicht mit ansehen. Und? Erzähl.
Ja, Julia und ich haben beschlossen, völlig neu anzufangen. Klingt nach einem guten Plan. Ja. Alte Wunden soll man heilen lassen. Julia ist doch jetzt glücklich in ihrem neuen Leben. Hm? Ja, so scheint es. Ihre Bordkarte, Senor. Muchas gracias. Ach, hier bist du. Ich habe dich schon überall gesucht. Der Boden ist so trocken. Ich muss mindestens 2-mal am Tag gießen. Lass das doch den Gärtner machen. Ich mach das gern. So ausgeglichen habe ich dich schon lange nicht mehr gesehen. Dir geht's richtig gut, oder? Ja. Was soll das? Manchmal sind wir fest entschlossen, einen Neuanfang zu wagen. Und dann müssen wir uns fragen, sind wir mutig genug?